Herzlich willkommen zur Talkrunde zum Thema KI im Rahmen des German Innovation Award 2021. Unser Thema lautet Hype versus Wirklichkeit. Bietet KI für Unternehmen mehr als Effizienzsteigerung und Wettbewerbsfähigkeit? Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde und es ist ja auch kein Wunder, denn sie wird alles verändern, die Arbeit, unseren Alltag und unser Leben. Die Frage ist nur, wie und natürlich auch, wie wir diese Entwicklung gewinnbringend für uns gestalten können. Darüber wollen wir diskutieren und zwar mit Phyllis Elmers. Sie ist Wirtschaftsingenieurin und Leiterin der Geschäftsfeldentwicklung Künstliche Intelligenz beim Deutschen Institut für Normung Wien. Außerdem Elias Knubben. Er leitet bei Festo den Bereich Corporate Research und Innovation. Und hier bei uns im Studio ist Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Hallo. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Wir wollen mit einer kurzen Runde mal am Anfang starten. Kein anderes Thema ist ja so aufgeladen mit Erwartungen, aber vielleicht auch mit Sorgen. Und kurze Frage an Frau Elmers vorab. Ist das Hype oder entspricht das tatsächlich einer Wirklichkeit, die da kommt? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf heute. Ja, tatsächlich sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, Herr Bauer. Das ist aus unserer Sicht natürlich eine Wirklichkeit. Tatsächlich gibt es bereits zahlreiche Anwendungen von KI. Sie nannten schon bereits einige Auswirkungen auch auf unser tägliches Leben. Das heißt, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die tatsächlich uns allgegenwärtig ist und uns auch maßgeblich verändern wird. Unser Dasein, unser Leben, unser Arbeiten, all diese Dinge. Und ich glaube, das ist wichtig, das Thema auch nochmal von einer anderen Blickrichtung zu betrachten und auch vor allem Bedenken, die häufig auch im Zusammenhang von KI immer wieder laut werden, hier einmal genauer zu betrachten und zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit solchen Ängsten unter Umständen auch um. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht, Herr Knuppen, erst nochmal die Frage auch an Sie. Hype oder Wirklichkeit oder welche Erwartungen haben Sie an KI? Ich würde mal sagen, das ist beides. Es ist Wirklichkeit. Tatsächlich bei uns in den Laboren, auch bei einigen Produkten im Feld, nutzen wir Machine Learning, KI-Algorithmik. Aber die Erwartungen, die Fantasie, vielleicht auch die Befürchtungen, die sind natürlich auch groß und da ist auch viel Hype dabei. Das heißt, nicht alles, glaube ich, was wir aus Science-Fiction-Filmen oder diversen Romanen kennen und erwarten, ist schon Realität. Da gibt es natürlich schon auch noch ein großes Gap. Ja, Herr Dietzold, gespaltenes Bild. Wie sehen Sie das? Ja, ich kann mich nur anschließen. Hype, Ängste natürlich. Ich glaube, da sind viel Befürchtungen, weil man das Thema einfach auch in vielen Bereichen, sei es jetzt im privaten, aber selbst im betrieblichen Umfeld teilweise einfach noch nicht greifen kann. Und auf der anderen Seite sind wir mittendrin, ja, und haben einfach ganz viele Anwendungen, wo wir schon ahnen, wir wissen es vielleicht teilweise auch, dass hier KI im Hintergrund uns sozusagen bestimmte Prozesse angenehmer macht, besser macht. Dann starten wir mal mit der ganz großen Sorge, die da manche hegen. Es gibt ja den Oxforder Wissenschaftler Nick Bostrom. Das ist einer, der uns warnt und sagt, wir wären viel zu naiv. Die KI, die würde eines Tages die Rollen sozusagen umdrehen. Wir seien die Knechte dann der Maschinen und nicht mehr die Chefs. Wie naiv sind wir da tatsächlich? Herr Knuppen, würden Sie sagen, das ist eine überzogene Einschätzung? Also es fällt mir schon auch sehr schwer zu glauben, dass das in, sage ich mal, absehbarer Zeit der Fall sein soll. Also es ist natürlich schon so, dass KI zunehmend auch Entscheidungen treffen wird, wenn man ans autonome Fahren denkt. Aber letztlich in den Fällen, die mir heute bekannt sind, die ich mir vorstellen kann, sind wir Menschen immer noch im Fahrersitz, sozusagen im Cockpit. Und ich glaube nicht, dass die KI die Macht übernimmt. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen heutzutage. Frau Elmers, wie würden Sie das einschätzen? Ich meine, wir fahren noch mit den Autos, aber fahren tun sie schon für uns. Also werden sie tatsächlich eines Tages uns vielleicht sogar regieren? Naja, ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Natürlich gibt es da immer wieder Diskussionen, die genau dahingehend geführt werden. Allerdings denke ich auch, dass es wird also einiges verändern. Ne? Es wird die Art, wie wir arbeiten, verändern, unseren ganzen Umgang verändern. Es wird aber auch neue Optionen, neue Möglichkeiten bieten. Ne? Also es werden wahrscheinlich Dinge abgelöst zwecks oder durch KI. Auf der anderen Seite entsteht natürlich auch viel Potenzial und viele Chancen, die sich durch diese neue Technologie auch darstellen.
Lutz Dietzow, der Nick Bostrom, der sagt ja, naja, wir würden es an vielen Stellen eben merken, dass wir uns ja heute schon nicht mehr trauen, Technologie abzuschalten. Also eine KI abzuschalten, beispielsweise ein Internet heute abzuschalten, wäre ja schon nicht mehr möglich. Das heißt, die Abhängigkeit von den Maschinen und von den klugen Programmen ist schon da. Ja, die Abhängigkeit ist da. Die Frage ist ja, Herr Knuppen hat es angedeutet, wer sitzt denn hier im Driver-Seat eigentlich und trifft die Entscheidung? Also ich denke, da müssen wir einfach das daran festmachen, also Verantwortung abzugeben an Maschinen oder selber Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage. Wer setzt hier eigentlich dann die Standards und wer entscheidet das? Und es geht am Ende dann nicht ohne Vertrauen. Nicht? Das habe ich im autonomen Fahren. Nicht? Die Frage stellt, die Verantwortung abzugeben. Und wie fühle ich mich dabei? Ich glaube, das wird eine ganz wichtige Herausforderung werden, auch in Fragen der Gestaltung zum Beispiel. Frau Elmers, wenn Sie mal auf Ihr Themenfeld schauen, was würden Sie sagen, wo liegen denn die größten Möglichkeiten für die KI? In der Medizin, beim autonomen Fahren, wo sind diese großen Felder heute? Ja, tatsächlich sind die Felder sehr, sehr zahlreich. Also wir sehen durchaus großes Potenzial, was gerade so im Bereich von Industrie 4.0 sich abspielt. Also bei der industriellen Automation, wie eben durch KI, durch den Einsatz von KI natürlich auch Abläufe und Prozesse, gerade auch in der produzierenden Industrie, deutlich flexibler und dynamischer gestaltet werden. Aber wenn wir natürlich auch den Blick rüberwerfen Richtung Medizin, da sehen wir eben auch, dass KI dort in allen Facetten der Medizin auch denkbar ist, ne? Und da absolut neue Möglichkeiten von der Prävention über die Diagnostik bis hin zur Therapie bietet. Also auf jeden Fall zahlreiche Möglichkeiten. Uns fällt da sofort natürlich Watson ein von IBM, ne, der heutzutage schon Diagnosen auch gestalten kann. Herr Knuppen, sehen Sie da irgendeine Grenze für die KI? Also die KIs, die wir heute kennen, nutzen, die sind immer spezialisiert auf ein spezifisches Problem. Ja, die können Bilder sortieren, Vorhersagen treffen, Muster erkennen, solche Dinge. Aber diese generischen KIs, die sozusagen ähnlich einem menschlichen Geist ganz viel unterschiedliche Dinge gleichzeitig können, das ist natürlich tatsächlich schwierig. Das heißt, man hat es immer mit spezialisierter Intelligenz zu tun, Stand heute, und nicht mit generischer Intelligenz. Und dieser Sprung, das scheint mir doch schon noch eine Grenze zu sein, die sicherlich noch eine gewisse Zeit anhält. Die Disruption entsteht eben dann, wenn die Systeme, die Maschinen adaptiv reagieren und autonom letztlich sind. Und da geht es zumindest in Teilen hin, aus meiner Sicht. Ja, bringt es denn ganz neue Möglichkeiten vielleicht auch, an die wir jetzt heute gar nicht gedacht haben? Sie hatten ja, Frau Elmers hat ja auch genannt, die Diagnostik beispielsweise. An allen Stellen sehen wir sozusagen inkrementelle Verbesserungen, Effizienzsteigerungen und Ähnliches. Aber ist denn vorstellbar, dass wir da zu ganz neuen, auch zu einem ganz neuen Nutzen und zu ganz neuen Entwicklungen kommen? Ja, also im Grunde geht es im Wesentlichen darum, Komplexität beherrschbar zu machen. Ja? Und wir scheitern heute an vielen Stellen quasi an der zu großen Komplexität. Nehmen wir Produktion, war gerade ein Thema. Wir können heute in großen Losgrößen effizient fertigen. Wenn wir kleine Losgrößen Stückzahl 1 machen wollen, dann sind unsere Maschinen da fast nicht in der Lage. Das heißt, da muss ich so wandlungsfähig sein, so adaptiv, so anpassungsfähig. Dazu brauche ich eben auch entsprechende Intelligenz. Und ich glaube, das ist sozusagen die Disruption, wenn wir eben nicht mehr in linearen Prozessen uns bewegen, sondern wenn wir adaptiv, individuell sozusagen reagieren können, autonom. Das ist aus meiner Sicht, da ist KI ein Enabler. Und auf diesem Weg sind wir, aber wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg, bis man das wahrscheinlich an vielen Stellen realisiert hat. Herr Dietzow, das sehen wir vielleicht dann auch gar nicht, wie das am Ende zu uns Consumern kommt und welche Auswirkungen es dann am Ende haben wird. Disruptive Entwicklungen sind halt verdammt schwierig auch vorherzusehen. Ja, das stimmt. Und das, glaube ich, macht ja vielen auch Angst, dass wir natürlich auch in einer Schnelligkeit sind der Entwicklung,
wo man nicht weiß, what's next und wie wird sich das weiterhin verändern. Das hat so bisschen diese Faszination natürlich auch auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gehen auch so ein bisschen die Utopien gerade verloren, weil man natürlich alles für möglich hält und das macht eben auch Angst. Ja. Ja. Aber deswegen, ich glaube, man sieht ja viele Prozesse nicht mehr, wenn ich auf meinem iPhone habe ich eine Benutzeroberfläche, was dahinter passiert. Früher war eine Dampfmaschine, die habe ich angemacht, da habe ich gesagt, da drehen sich Räder, da dampft's raus und so. Das sehe ich heute alles nicht mehr. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, trotzdem das Dahinterliegende sichtbar zu machen für den Nutzer, damit ich ihn auch mitnehme auf so einen Weg. Gut, die Menschen haben natürlich häufig auch Sorgen, wenn Maschinen übernehmen, weil dann die Folge davon sein kann, dass sie selber eben Freizeit haben, ne? Ihren Arbeitsplatz verlieren. Ist diese Sorge berechtigt? Naja, das ist ja eine ganz existenzielle Sorge, die da ist. Und wir sehen auch da ja disruptive Entwicklungen, dass ganze Bereiche, ganze Berufe wegbrechen. Ne? Schauen wir mal zu den Übersetzern, was sich da tut zum Beispiel. Jetzt werden schon Texte automatisch teilweise generiert. Also da sind natürlich ganz berechtigte Ängste. Die Frage, wie schaffen wir da eine Transformation, nehmen eben die Gesellschaft auch mit und schaffen eben neue Angebote. Ich sehe nicht, das haben wir natürlich immer wieder gehabt, dass bestimmte Berufssparten oder bestimmte Berufe verloren gegangen sind, ersetzt wurden durch Maschinen. Und das muss gestaltet werden und da müssen wir die Menschen mitnehmen natürlich. Ja. Herr Knubben, wie ist es bei Ihnen da bei Festo? Haben da Menschen schon den Job verloren, weil die Maschine das besser kann? Also Stand heute ist es so, dass wir wachsen und bei Festo verlieren wir den Job nicht. Und ob unsere Kunden dann letztlich Mitarbeiter verlieren, das kann ich nicht im Detail beurteilen. Aber letztlich steigern wir durch Automatisierung und KI die Produktivität. Das ist auch nichts anderes wie ein Traktor zu Zeiten der Industrialisierung sozusagen die Produktivität auf dem Acker gesteigert hat. Und unserer Einschätzung nach führt es vor allem dazu, dass eben mehr Wohlstand letztlich für alle möglich wird. Und so sehen wir nicht Automatisierungstechnik einseitig als sozusagen Jobkiller, sondern auch als Enabler, um zum Beispiel Ernährungsfragestellungen, Wohlstand für alle zu ermöglichen. Das sind natürlich große Versprechen, die immer mit dabei waren und immer eine Rolle gespielt haben bei allen großen technologischen Entwicklungen, ob es Atomkraft war oder ob es die Kernfusion ist oder die individuelle Mobilität, die sich alle leisten können. Am Ende haben wir immer gesehen, dass es auch mit ganz großen Risiken verbunden war. Frau Elmers, haben wir diese Risiken beim Thema KI genug im Blick? Ja, also ich glaube, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Ne? Also wenn wir nämlich gerade den öffentlichen Diskurs verfolgen, sehen wir halt, dass häufig die Diskussion mit Angstszenarien geführt wird. Gerade ethische Bedenken stoßen auf und führen dazu, dass natürlich die Bevölkerung auch zum Teil solch eine Technologie auch ablehnt. Ne? Aber ich denke, da kommen gerade Normen und Standards ganz wesentlich zum Tragen. Ne? Also, weil aktuell ist es so, dass uns die Spielregeln auch ein Stück weit für die künstliche Intelligenz fehlen. Und genau dort setzt im Prinzip die Normung an und bietet eben, ja, ich sag mal, klare Regeln, die sicherstellen, dass auch ethische Werte durchaus auch eingehalten werden. Also so Fragestellungen wie beispielsweise Fairness, Diskriminierungsfreiheit, Sicherheit, Transparenz, das sind alles die Themen, die wir hier mit Hilfe der Normung durchaus auch lösen können und hier einen Beitrag dazu leisten können. Wir sehen ja schon, Herr Dietzold, wie jetzt heutzutage die großen Internetgiganten natürlich auch in die Privatsphäre des Einzelnen eingreifen und uns ja letztlich auch durch die Daten, die wir preisgeben, mithilfe ihrer KI immer besser kennenlernen. Zu unserem Nutzen sagen Sie, aber unsere Persönlichkeitsrechte bleiben natürlich auf der Strecke. Große Gefahr? Ja, natürlich eine große Gefahr. Ich meine, als das vor vielen Jahren losging, man im Internet Bücher bestellt hat und dann kamen auf einmal Empfehlungen, was man auch gerne, ich meine, ich habe mich gefreut, ich fand es toll, ich habe ganz neue Dinge entdeckt, so geht mir das übrigens beim Musikstreamen auch. Also da öffnet sich meine Perspektive, dass ich allerdings jetzt sozusagen die Datenhoheit, dass ich bei jeder Website, die ich neu eingebe, inzwischen die Cookie-Einstellungen festlegen muss, etc.,
um sozusagen den Datenzugriff zu begrenzen. Da würde ich mir das sozusagen wünschen, das Prinzip wird mal umgekehrt und ich definiere für mich mein Profil, was ich preisgeben möchte. Und das wird sozusagen dann, kann ich dann mitteilen den Anbietern der Seiten. Also das wäre für mich zum Beispiel eine ganz positive Anwendung von KI, hier einfach auch mal ein bisschen die Beweisumkehr eigentlich anzubringen. Ich glaube, das wird auch Vertrauen schaffen. Die Bundesregierung hat ja eine große KI-Strategie aufgelegt, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch zu befördern. Gibt da die wesentlichen Rahmenbedingungen vor. Und Frau Elmers, Sie sind ja mit Ihrem Institut auch daran beteiligt, wie Sie gerade eben schon erwähnten, auch die entsprechenden Normen und Standards mitzusetzen. Inwieweit kann man denn die KI-Entwicklungen tatsächlich bei uns befördern? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie können Sie da auch gerade etwas dafür tun? Ja, genau. Sie sprachen das ja auch gerade an. Die KI-Strategie der Bundesregierung gibt ja bereits 12 wesentliche Handlungsfelder vor. Eines dieser Handlungsfelder adressiert eben da ganz explizit das Thema der Normung und Standardisierung. Eine ganz konkrete Maßnahme, die wir aus dieser KI-Strategie heraus angestoßen haben, ist eben die Erarbeitung einer Roadmap. Was verfolgen wir eigentlich mit dieser Roadmap oder was ist das Ziel? Im Prinzip soll die Roadmap eben aufzeigen, wo wir aktuell stehen bei dem Thema KI und vor allem auch konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigen. Das heißt, es geht darum, dass wir mit Hilfe von einer Vielzahl an Experten, Fachleuten in einem großen Beteiligungsprozess eben auch solche Empfehlungen ausgesprochen haben an die Wirtschaft, an die Wissenschaft, an die Politik, aber eben auch an die Zivilgesellschaft und hier aufgefordert sind, natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen zu legen. Ne? Also wenn ich von Rahmenbedingungen rede, meine ich eben auch das Thema, wie gehen wir eigentlich mit der Qualität von solchen KI-Systemen um? Nicht wahr? Also wir haben häufig das Problem, wir reden häufig von Qualität, müssen uns aber die Frage stellen, wie definieren wir eigentlich Qualität und wie können eben Anforderungen an hochwertige KI auch technisch beschrieben werden und was braucht es letztendlich auch, um diese Qualität von KI-Systemen zu messen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der eben auch sehr eindringlich von den Fachleuten diskutiert wurde und hier eben auch ein ganz klares Handlungspotenzial gezeigt hat. Herr Knubben, wie sehen Sie das? Was würden Sie sich da von Seiten der Förderprogramme noch wünschen? Ja, also wir sind tatsächlich in einigen Forschungsvorhaben, die auch gefördert sind, wo wir auch mit Partnern, Universitäten, Instituten und so weiter an diesen Projekten arbeiten. Ich glaube, es ist sicher hilfreich wird für uns sein, wenn einfach die Infrastruktur besser wird auf der einen Seite, ja, wenn wir Datenhoheit in Europa haben und bekommen, weil natürlich sind wir auch angewiesen, sicheren Datenverkehr zu gewährleisten für unsere Kunden. Wir wollen nicht alles in die USA schicken müssen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und zum Zweiten, was Frau Elmers gerade sagte, dass ein klares Regelwerk, klare Kriterien, Qualitätskriterien da sind, ist natürlich für uns auch essentiell wichtig. Mhm. Wie sind Sie da strategisch ausgerichtet? Also welche Rolle wird KI bei Festo denn noch spielen? Ja, letztlich nutzen wir die Technologie an verschiedenen Stellen. Im Wesentlichen geht es darum, unsere Produkte einfacher in der Bedienbarkeit, effizienter in der Energieeffizienz zum Beispiel, aber auch robuster in der Qualität. Also durch Predictive Maintenance können wir Wartungsintervalle vorhersagen zum Beispiel, können damit eben eine höhere Maschinenverfügbarkeit gewährleisten. Wandlungsfähigkeit, hatte ich vorher schon gesagt. Ja, wie kann man Maschinensysteme bauen, die sich eben schneller adaptieren an unterschiedliche Anforderungen durch entsprechende visuelle Sensoren, durch haptische Sensoren und so weiter, Umfeldsensoren. Das sind für uns die Dinge im Produkt, aber natürlich nutzen wir KI selber auch in der eigenen Firma, um IT-Prozesse, Produktionsprozesse entsprechend zu verbessern. Also sowohl sozusagen für das eigene Business als aber auch natürlich für die Produkte, die wir an unseren Kunden verkaufen, spielt die Technologie eine vielfache Rolle.
Großer Benefit klingt daraus an allen Stellen. Vielleicht für eine kleine Schlussrunde, dafür sollten wir uns noch Zeit nehmen, die Frage, wie wir denn auf diese Phase, in der wir jetzt gerade stecken, in 10 oder 15 Jahren zurückblicken werden. Werden wir dann sagen, das ist die Zeit, in der es richtig losging mit der KI, oder werden wir vielleicht auch sagen, oh, damals haben wir die falschen Weichen gestellt? Frau Elmers, was glauben Sie? Wie gucken wir in 15 Jahren auf die heutige Zeit zurück? Also ich glaube, wir befinden uns gerade in einem Zeitpunkt, wo wir die Möglichkeit haben, hier wirklich den Grundstein für diese Technologie zu legen. Also sprich, dass wir einfach uns wirklich eingängig damit beschäftigen, uns anschauen, welche Weichen müssen wir stellen, welche Grundlagen, welche Rahmenbedingungen braucht es. Wir haben gerade ja auch kürzlich mit dem ersten Entwurf der KI-Regulierung ja auch, ich sag mal, eine gewisse Richtschnur erhalten. Das heißt, da wird es letztendlich drauf ankommen in den nächsten Jahren, wie wir es schaffen, ja, ich sag mal, KI-Anwendungen sicher, vertrauensvoll auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, das kann dann auch letztendlich gerade für Deutschland einen großen Wettbewerbsvorteil bieten, wenn wir es tatsächlich schaffen, hier vertrauensvolle KI und Produkte entsprechend an den Markt zu bringen. Klingt raus, dass es in unserer Zeit eigentlich erst losgeht, so richtig mit der KI. Herr Knubben, wie sehen Sie das? Wie wird man in 10, 15 Jahren zurückblicken? Ja, ich glaube, bei ganz vielen Produkten ist KI einfach drin und wir werden das gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, wenn Sie heute die Sprachsteuerung in einem Handy nutzen, dann basiert das natürlich auf KI-Algorithmik, aber das wissen die wenigsten wahrscheinlich und spielt auch letztlich keine Rolle. Und ich glaube, so wird es ganz viele Funktionalitäten, Features, Produkte geben, die diese Algorithmen nutzen. Aus meiner Sicht tut sich natürlich algorithmisch und technologisch sehr viel. Das ist ein Feld, an der in der ganzen Welt extrem viele Menschen arbeiten. Es ist noch schwer vorherzusagen, meiner Meinung nach, wie schnell man da wie weit kommen wird. Stand heute sehe ich, dass es vor allem einfach Funktionalitäten sind, die einfacher, schneller, robuster gehen. Und das wird dann gar nicht so sehr als künstliche Intelligenz wahrgenommen in meiner Einschätzung. Herr Dietzold, wird man sagen, das war die Zeit, als die Zukunft begann? Ja, ist ja schön, wenn man, ich weiß nicht, ob man nicht zukünftig auch immer dann sagen wird, die Zukunft beginnt permanent neu. Das sollte man sich ja auch erhalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Goldgräberstimmung ist, aber ich glaube, wie meine beiden Vorredner das auch gesagt haben, auch jetzt ist uns manchmal gar nicht bewusst, wo KI schon überall zur Anwendung kommt. Ich glaube, das wird noch stärker werden, es wird transparenter werden. Es wird sehr stark darauf ankommen, wie wir uns hier in Deutschland, in Europa aufstellen. Ich glaube, hier entsprechend ein starkes Fundament ist ganz wichtig. Und ansonsten kann ich nur jedem Betrieb empfehlen, sich auf das Thema einzulassen. Wir machen das auch gerade. Es gibt entsprechende Beratungen und man merkt auf einmal, Mensch, KI könnte bei der einen oder anderen Stelle schon mal mit drin sein. Ich danke Ihnen sehr für diese angeregte Diskussion, Frau Elmers, Herr Knuppen und Herr Dietzold. KI heute noch eher in den Kinderschuhen, das haben wir gelernt, aber ich hoffe, wir konnten Ihre Fantasie anregen und Ihnen vielleicht auch aufzeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten da noch drinstecken. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.